bit different atmosphere, like a brand new frontier. I think you're gonna like it here. Hey, it's nice to meet you. Hey, so good to see you. Hey, it's a brand new day, so much to share. Come take my hand, I'll take you there. I think you're gonna like it here. A little bit different atmosphere, like a brand new frontier. I think you're gonna like it here. Um das geht es heute, um den Kitchen Innovation Award 2021. Welcome to the Kitchen Innovation Award 2021. Ich freue mich, Sie heute als Gastgeber auf diesem wunderschönen Gelände des Markus Wasmeier Museums begrüßen zu dürfen. Wir haben jede Menge Innovationen, die wir heute zeigen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite viele alte Gerätschaften. Damit spannen wir einen Bogen zwischen den alten und den neuen Produkten. Und das eine oder andere Mal werden wir uns dann mal anschauen, ob diese gute alte Zeit wirklich so gut war oder wir die nicht einfach etwas romantisieren. Und am Schluss haben wir noch einen Stargast, auf den wir uns alle freuen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Kitchen Innovation Award 2021 und dazu lade ich Sie in unsere gute Stube ein. Kommen Sie mit! Ja, vielen Dank, Stefan. Ein herzliches Willkommen zum Kitchen Innovation Award 2021. Hier sind schon die Holzscheite, die umeinander fliegen, denn jetzt geht's los. Ich darf begrüßen natürlich Susanne Nick, die Projektleiterin, und unsere Starköchin. Da kommen wir gleich zu, Christine Stiegelbauer. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch die Pressevertreter, also meine Kollegen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und ich darf auch nicht nur begrüßen Menschen, die jetzt gucken in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sondern a very warm welcome to everybody watching in South Korea, in Russia, in China, and of course in the rest of Europe. And Europe also includes Switzerland. Grüezi in Schweiz. So, für mich ist das hier schon etwas ganz Wunderbares. Ich habe in meiner Karriere sowas noch nie gemacht. Ich habe über 500 Schalten schon für RTL und NTV gemacht, live. Aber das hier in einem Hof, der aus dem von 1513 stammt, einen Livestream modern aufzuziehen, das ist doch etwas fast Unwirkliches. Und deswegen möchte ich Ihnen auch mal ganz kurz das Team vorstellen, was da dahinter steckt, was diesen Livestream auch tatsächlich ermöglicht. Wir sind jetzt mal hier hinten in der Regie und da sehen Sie, ganz Corona-konform natürlich, der Toningenieur, die Gabi, die Übersetzerin, die Ihnen den ganzen Livestream auch, zumindest die Kernaussagen, immer auf Englisch übersetzen wird. Und da hinten Regisseur und Produktionsleiter. Also hier ist das Team, das diesen Stream letztlich dann auch für Sie bereithält. Und jetzt geht's los. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begeben uns heute auf Zeitreise durch die Welt der Küchen. Wo besser, wo könnte man das besser zeigen als hier im Markus Wasmeier Museum? Auf 60.000 Quadratmeter kann man hier in die Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts reisen. Alles wurde hier akribisch aufgebaut von einem Mann, den man eher kennt unter akribisch die Hänge runterstürzen, nämlich vom zweifachen Goldmedaillengewinner Markus Wasmeier, der hier die Häuser alle wunderbar und akribisch aufgebaut hat. Dieses Dorf ist wirklich eine Reise wert, sollten Sie mal probieren. Natürlich werden wir später, oder wir hoffen zumindest, dass wir später mit der Skilegende Markus Wasmeier dann auch sprechen werden. Jetzt aber erstmal hier zum Lukashof. Die
Bäume für diesen Hof wurden bereits wohl um 1510 gefällt. 1513 wurde der Lukashof dann fertiggestellt. Er misst 13 Meter Breite und 23 Meter Länge. Stein für Stein und Holz für Holz wurde das Ganze abgetragen und dann hier wieder sorgfältig und original aufgebaut. So haben die Menschen hunderte Jahre lang gelebt. Und das hier ist der Hof des Großbauers. Also ich will gar nicht wissen, wie das dann auf den kleineren Höfen aussah und bei den Knechten. Hier gibt es auch eine Ausstellung, Strom im Wandel der Zeit, im ersten Stock. Und hier sieht man, da haben wir auch einen kleinen Einspieler für Sie, 4 Küchenmotive im ersten Stock, angefangen von der dunklen, ungemütlichen Küche von 1900 bis hin zur Küche der 70er Jahre. Der Wandel von der rein funktionalen, ungemütlich wirkenden Küche hin zum zentralen Wohnbereich. Ja, und wir bleiben jetzt mal beim Thema Küche. Und wir kommen zum Thema Kochen. Und da muss ich doch jetzt einfach mal die Christine Stiegelbauer vorstellen, die hier wirklich Wahnsinnsarbeit vollbringt. Wir hatten heute schon Rauchschwaden hier in diesem Raum. Das können Sie sich gar nicht ausmalen. Wir konnten uns nicht mehr sehen. Aber jetzt bist du am Kartoffelschälen. Was wirst du uns denn heute eigentlich servieren? Ich werde halt euch einen Pickelsteiner Eintopf kochen mit 3 Sorten Fleisch, mit Rind, Schwein und Lammfleisch und mit allem, was der Gemüsegarten so hergibt. Ist das so ein typisches Gericht, was man damals gekocht hat, so um die Jahrhundertwende, 1900? Ja, ich denke, das Eintopf und alles, was ums Haus herum so gewachsen ist und was der Stall so hergegeben hat, ist da in den Topf gekommen, würde ich sagen. Also jetzt haben wir ja heute bei den Proben schon einiges an Rauchentwicklung erlebt, aber es gibt, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Herausforderung, die man hat, wenn man hier kocht. Was ist denn das Schwierigste? Ich würde sagen, das Schwierigste ist einfach die Hitzeregulierung. Das Kochen am offenen Feuer, das ist nicht so einfach und so. Gibt es da nicht so einen Regler, wo man von 0 bis 9 oder so hochfahren kann? Oder so eine App dazu, das wäre praktisch. Naja, wir werden dir auf jeden Fall einiges heute vorstellen, was das Leben vom Kochen auf jeden Fall viel, viel einfacher macht. Gerne. Aber wir sind unglaublich froh, dass du hier bist, für uns kochst, von Geschmackssachen Tegernsee. Bei euch kann man doch auch online bestellen. Das hätte man doch 1900 auch machen können. Ja, ganz bestimmt, ganz einfach, weil das kann man wahrscheinlich. Naja, aber du glaubst schon ans Internet, oder? Ja, ich glaube ans Internet. Sonst wären wir ja auch nicht hier mit unserem Livestream. Und jetzt gehen wir gleich zum großen Organisator, zu Stefan Hansch. Die Küche, wie sie hier ist, sieht wahrscheinlich bei dir zu Hause ein bisschen anders aus, aber ist die Küche generell der zentrale Ort auch bei dir zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch 2 Kinder unter anderem und die Kinder spielen dort, sie malen dort, also machen auch Hausaufgaben und natürlich wird da auch gegessen, Freunde werden empfangen. Also insofern dreht sich ein Großteil des Lebens schon auch in der Küche um das Ganze und wir haben auch eine Wohnküche und dadurch ergibt sich das gleich noch mehr. Okay, und wer kocht bei euch zu Hause? Ich. Ehrlich? Ja, ich koche gerne. Okay, Christine, ich glaube, Stefan will jetzt übernehmen. Ist da nicht, nein. Aber wäre das so eine Küche, wo du auch zurechtkämst oder ist das ein bisschen schwierig? Es ist schwierig, auch wenn man draußen mal am Grill bzw. über offenem Feuer Gulasch macht. Es ist schon was anderes. Also du bist up-to-date zu Hause, was so Innovationen angeht. Ich kann mir vorstellen, du kriegst wahrscheinlich alle Innovationen oder kaufst dir gleich alle Innovationen, die wir heute vorstellen, die du in den letzten Jahren schon vorgestellt hast. Also alle kann ich nicht haben, dafür ist die Küche schlicht und greifend zu klein. Aber man schaut schon, dass man das eine oder andere hat. Es gefällt einem ja auch dann selber und in der Tat up-to-date zu bleiben. Und ich bin ein Technikfreak, also mir gefällt es. Insofern gibt es einige Dinge, die absolut up-to-date sind. Ja. Ja, gerade für die sehr, sehr gerne kochen und sich auch wirklich gerne in der Küche aufhalten, wir werden da später noch näher darauf eingehen, wie zentral dieser Ort Küche tatsächlich ist dieser Kitchen Innovation Award ja doch was ganz Besonderes. Und ich wollte jetzt einfach, vielleicht können wir ein bisschen über die Geschichte reden. Wie lange gibt es den eigentlich schon? Ja, den Kitchen Innovation Award gibt es jetzt 15 Jahre. Das heißt, wir haben hier heute so ein kleines Jubiläum. Deswegen passt das alles wahnsinnig gut hier, dieses tolle Ambiente, das es wirklich nicht immer gibt. Und wir haben 28 preisgekrönte Innovationen aus unseren Einsendungen. Und insofern ist das schon ein tolles Ereignis heute. Ja. Wie wird der Award denn genau verliehen? Wie funktioniert das? Ja,
ist ein zweistufiges System. In der ersten Stufe gibt es eine Expertenjury. Diese Expertenjury bewertet es, aber das Entscheidende kommt in der zweiten Stufe dann letztendlich, der Verbraucher wird gefragt. Okay. Und das heißt, es gibt nicht nur eine Jury. Das ist ja ein bisschen unüblich. Ich glaube, Christine ist auch in der Jury. Das ist korrekt, ja, genau. richtig. Aber warum gibt es nicht nur eine Jury? Ja. Letztendlich ist uns wichtig, und damit haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass der Verbraucher entscheidet. Denn der Verbraucher, bei dem muss es ja auch ankommen und dort muss die Innovation, das neue Produkt ja auch letztlich aufgenommen werden. Und deswegen, wen gibt es Besseres, als den Verbraucher zu fragen, ist es gut oder nicht? Jetzt ist ja im letzten Jahr und dieses Jahr doch vieles anders. Wie ist es mit dem Kitchen Innovation Award? Ist da auch was anders, außer dass wir jetzt hier aus einem 500 Jahre alten Hof streamen? Ja, wir sind eigentlich genau den anderen Weg auch gegangen. Wir waren sehr innovativ. Wir bewerten das nicht nur, sondern wir nehmen uns das selbst auch an, diese Innovation. Das heißt, wir haben eine Hall of Innovation aufgebaut, eine digitale Ausstellungshalle, die heute auch noch freigeschalten wird. Dort gibt es entsprechende Bilder, Informationen und so weiter auf einer wunderbaren Plattform. Also es ist wie ein virtueller Messeraum. Richtig, aber auf einer anderen Plattform, die schöner ist als eine normale virtuelle Messe. Sehr gut. Und deswegen sind wir sehr innovativ, auch was Webseiten angeht, und vor allem sind wir deutlich internationaler geworden. Genau, und Social Media ist jetzt auch ganz groß im Kommen bei euch. Jetzt gibt es ja viele Kriterien, die hier natürlich, die wir uns auch genauer anschauen. Meinst du, wir kriegen die ganzen Kriterien aufgezählt? Also ich schaff's und ich habe einen Spickzettel, aber jetzt schauen wir mal, ob der Chef das auch schafft. Also, ich probiere mein Bestes. Also, wir haben einmal den Produktnutzen natürlich, wir haben das Produkthandling, wir haben die Ergonomie, wir haben den Innovationsgrad, wir haben die Materialbeschaffenheit, die Nachhaltigkeit und das Design. Design, mein Gott. Ja. An alle Designer, Entschuldigung. Naja, also ich würde sagen, 6 out of 7. Sehr gut. Also wir sprechen später weiter. Freuen wir uns natürlich auch sehr über unseren Gast. Und dann am Ende gibt es ja auch noch einen großen Preis. Dazu gleich mehr. Liebe Zuschauer, mit der diesjährigen Verleihung haben die Jurymitglieder und der Kitchen Innovation Award über 20.000 Konsumenten befragt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können potenzielle Kunden an eurem Siegel letztlich sehen, das Produkt kann wirklich was. Das ist innovativ und man sollte auch, wenn man sich so ein Produkt kauft, dann auch mal ruhig auf das Siegel schauen. Jetzt gibt es ja, sagen wir mal, zu den unterschiedlichen Auszeichnungen, es gibt einen Golden Award. Was genau ist das? Das ist der Sieger in seiner Kategorie. Und es gibt den Innovation Award, das ist ein rotes Siegel, und den Sieger eben in einer Kategorie, das ist dann die goldene Auszeichnung. Und dann habt ihr dieses Jahr noch was Besonderes, Sonderauszeichnungen. Ja, Sonderauszeichnung, ein Nachhaltigkeitspreis, über den wir später auch noch mal kurz reden, das ist uns sehr wichtig. Und der hat welche Farbe? Natürlich grün wahrscheinlich. Genau. Und dann gibt es eben ein ganz besonderes Produkt, ganz am Ende. Wir küren dieses Jahr zum ersten Mal das beste Produkt des Jahres und darauf freuen wir uns ganz toll. Das hat dann letztlich die besten Bewertungen bekommen von allen Produkten. Richtig, korrekt. Da freuen wir uns drauf, das werden wir am Schluss besprechen. Also nochmal vielen Dank, hatte ich ja gerade schon, aber jetzt haben wir es einfach nochmal gemacht. Genau, vielen Dank Stefan Hansch. Und dann wollen wir unsere Zuschauer natürlich nicht mehr länger warten lassen. Wir starten mit der Verleihung. Ja, früher waren Räume sehr dunkel und entsprechend ungemütlich. Moderne Beleuchtungssysteme spenden heute passendes Licht zu jedem Anlass, zum Arbeiten, zum Essen, zum Entspannen. Früher gab es die Hitzeregulierung am offenen Feuer, die war sehr, sehr schwierig. Heute gibt es Backöfen und Kochfelder, die man einfach steuern kann, zumindest sogar mit einer App. Ja? Und dann haben wir natürlich das offene Feuer, das verursachte viel Rauch, das haben wir vorher gesehen bei der Christine. Vielleicht sehen wir es auch heute nochmal. Seien Sie gespannt, aber wir wünschen es Ihnen natürlich nicht. Danke. Also da gibt es auf jeden Fall viele innovative Lösungen. Und jetzt kommen wir zu den ersten Gewinnern.
Die Reihenfolge der Produktnennung erfolgt übrigens nicht kategorieweise. Also, los geht's, hier sind die ersten Gewinner. Als ersten Preisträger beglückwünschen wir die Firma Elica. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Open Suite für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Die elegante Open Suite von Elica ist eine gelungene Kombination aus praktischen Regalelementen, einem effizienten Dunstabzug und einer integrierten Lichtlösung. Dank starker Doppelabsaugung sorgt sie für reine Luft in der Küche und kann als Inselvariante oder als Wandhaube montiert werden. Im angesagten Industrial Look mit schwarzem Metallrahmen passt sie perfekt zu jedem Einrichtungsstil. Das regulierbare LED-Leuchtpanel schafft wahlweise ein stimmungsvolles Ambiente oder eine optimale Ausleuchtung über dem Kochfeld. Die Steuerung erfolgt direkt über die intuitiven Bedienelemente oder bequem über die Elica-App bzw. Alexa. Wir sagen herzlichen Glückwunsch! Als nächstes gratulieren wir der Firma Bauknecht. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Blackline Einbaubackofen BIK 9 für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Der elegante Blackline Einbaubackofen von Bauknecht fügt sich mit seinem schwarzen Glas und den schwarzen Edelstahlgriffen perfekt in jedes Küchenumfeld. Dank sensorgestützter Technologien, zahlreicher Garprogramme und der Kochassistenzfunktion My Menu gelingen alle Lieblingsgerichte. Das intuitive Display, die automatische Steuerung von Zeit und Temperatur sowie zahlreiche hinterlegte Rezepte unterstützen zuverlässig bei der Zubereitung von Speisen. Das innovative Belüftungssystem Active Multiflow verteilt mit seinem schnellen Motor die Wärme gleichmäßig im Garraum. Mit der HomeNet-App lässt sich der Backofen auch aus der Ferne bequem steuern. Wirklich ein toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch! Der dritte Preisträger ist die Firma Wesco. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Bassoflex für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Die Tischabsaugung Bassoflex von Wesco zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Dank der seitlich positionierten Absaugklappen kommt sie ohne Rahmen aus, sodass sie mit jedem Kochfeld kombiniert werden kann. Der leistungsstarke Lüfter arbeitet effizient und geräuscharm und sorgt für reine Luft. Die neuen Multistage-Filterkassetten erreichen einen Fettabscheidegrad von über 97%. Die Bassoflex startet von selbst mit Einschalten des Kochfeldes und wird über ein intuitives Touchfeld bedient. Sie überzeugt mit ihrem zeitlos anmutenden Design. Die seitlichen Absaugeinheiten gibt es in elegantem Schwarz oder hochwertigem Edelstahl. Herzliche Gratulation! Als nächsten Preisträger beglückwünschen wir die Firma Orania. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt BeCook für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Bei der automatischen Kochfunktion BeCook von Orania sind Kochfeld und das dazugehörige Kochgeschirr über Bluetooth mit einem mobilen Endgerät verbunden. Die Steuerung erfolgt einfach über die BeCook-App. Einen Kerntemperaturfühler oder andere Zusatzgeräte benötigt das System nicht. Das mit Sensoren ausgestattete Kochfeld bleibt immer in Verbindung mit dem Kochgeschirr, sodass Temperatur und Garzeit automatisch eingestellt werden. Zahlreiche Rezepte sowie eine genaue videogestützte Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgen für Gelinggarantie beim Kochen und Anrichten. Das Kochfeld sowie das smarte Kochgeschirr aus Edelstahl überzeugen außerdem mit ihrem eleganten und geradlinigen Design. Ein wirklich tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch! Nun kommen wir zum ersten Golden Award. Wir beglückwünschen die Firma Sachsenküchen.
Die Pendelleuchte wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Küchenmöbel ausgezeichnet mit dem Golden Award. Best of the Best für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Die Pendelleuchte der Firma Sachsen Küchen schafft durch ihre raffinierten Blendenadaptionen und vielseitigen Dekore eine perfekte Kombination aus Möbel und Leuchte. Die Auswahl aus über 150 Farben und Dekorblenden, die an der Vorder- und Rückseite des schwarzen Leuchtenkörpers angebracht werden, ermöglicht eine genaue Anpassung an das Küchenumfeld. Dank moderner LED-Technologie und individueller Längenplanung sorgt sie wahlweise für stimmungsvolle Beleuchtung am Essplatz, Bartresen oder auch für eine optimale Ausleuchtung von Arbeitsplatte und Kochfeld. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit zur Einstellung von Lichttemperatur und Helligkeit per Fernbedienung. Wir gratulieren ganz herzlich. Nun geht's weiter nach Südkorea. Wir beglückwünschen Samsung Electronics. Der Dual Cook Steam Backofen wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Elektro-Großgeräte mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Der neue Dual Cook Steam Backofen von Samsung überzeugt mit seiner innovativen Dual Cook Technologie. 2 Garräume mit getrennt regulierbaren Heizeinheiten ermöglichen die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte. Neben 70 Automatikprogrammen und zahlreichen Betriebsarten verfügt der Backofen über eine Intervall- und Dampfgarfunktion im unteren Teil des Backofens. Ein Cooking Guide empfiehlt den passenden Backmodus und schlägt Rezepte vor. Dank der SmartThings App können alle Einstellungen per Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Ein visuelles Highlight sind das im Hochformat gestaltete Blickfenster aus satiniertem Glas sowie die matte Oberfläche in Graphitgrau. Ein super Produkt und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. So, Stefan, Ja, hättest du gern ein Löffelchen? ich glaube, davon nehme ich Abstand. Ich wollte nur ein bisschen über Ernährung von damals sprechen. Wir sind jetzt hier in einem wahnsinnig skurrilen Raum, wo ganz viele Küchenutensilien ausgestellt sind. Da schauen wir uns auch gleich noch ein paar an. Aber wie war das früher eigentlich mit der Ernährung? Schwierig natürlich. Man muss ein Produkt betrachten von der Saat bei Pflanzen bis hin zur Verwertung, also bis zum Kochen. Und da gab es viele Probleme. Zum einen natürlich wetterbedingt, die ganze Umwelt. Es gab externe Ereignisse, wie zum Beispiel der 30-jährige Krieg. Da wurde es dann mit den entsprechenden Ernten schlecht. Dann die ganzen Transportwege. Dann auch noch das Kochen, das haben wir ja auch vorher gesehen, ist extrem schwierig. Das heißt, die ganze Ernährung war natürlich deutlich problematischer. Es gab Mangelernährungen, es gab einfach zu wenig Vitamine, es gab zu wenig Kohlenhydrate und so weiter. Das wirkte sich aus in Krankheit, Mortalitätsraten höheren und lustigerweise auch in der durchschnittlichen Körpergröße. Der Mensch hat einmal eine genetische Größe, aber dazu braucht eben eine Ernährung, um die entsprechend auffüllen zu können. Ja, das sieht man hier an den Türstöcken. Ja. Und liebe Zuschauer, sollten sich die Kameraleute mal in irgendeiner Form komisch bewegen, dann liegt das daran, dass die Türstöcke wirklich so niedrig sind. Und wenn einer mal ausfällt, dann wirklich keine Sorge, aber an euch, liebe Kameraleute, die Tipps, diese Balken von 1510 tun genauso weh wie die aktuellen Balken, also keine Sorge. Jetzt gibt es ja sogar Mandarinen aus den Philippinen und man kann sich praktisch alles beschaffen, was man will. Sind wir jetzt also heute top ernährt? Wäre schön, wenn es so wäre. Man kann sich heute optimal ernähren oder man könnte. Leider gibt es halt auch viele Themen, wie zum Beispiel so Restaurants, durch die man durchfahren kann und etwas to go nehmen kann. Und das sind dann hochverarbeitete Lebensmittel. Da ist dann nichts mehr mit Ernährung, mit guter Ernährung. Also wir hätten die Möglichkeit, aber es passiert leider viel zu wenig und viel zu oft. Mittlerweile geht es in die verkehrte Richtung. Ja, also Fast Food gab es damals auf jeden Fall noch nicht. Jetzt schauen wir mal, weil es ging auch gar nicht so fast. Das sehen wir ja da draußen. Hier zum Beispiel, was genau ist das? Mal schauen.
Ja, das war eine Handröster letztendlich übers Feuer. Dann wurde hier nicht Kaffee, den gab es damals sehr rar nur erst, sondern zum Malz, also für einen Malzkaffee dann entsprechend hier vorgeröstet. Mein Vater nennt das immer Muckefuck. Ja, genau. Sehr gut. Und was haben wir hier zum Beispiel? Das sieht aus wie ein Foltergerät. Na, ich würde eher sagen, das ist eine Raspel. Da möchte ich meine Finger nicht reinkriegen. Das stimmt. Das muss auch mal wieder gewaschen werden, würde ich sagen. Und dann haben wir hier Entrostet, ja. mit so einem schönen Muster. Das würde für Butter genommen, das gibt es auch heute noch, auch auf Almen und so weiter. Da kommt dann die frische Butter rein. Dann gibt es hier einen schönen Abdruck. Das sieht man hier auch. In dem Fall sind es vermutlich Trauben. Und dann, ja, wie gesagt, das gibt es heute noch, diese Buttermodel. Sehr gut. Und mal schauen hier, das ist so eine alte Waage. Ja. Mal schauen, wie alt die sind. Die sind, glaube ich, frisch. Sicher? Ja. Naja, Gut. doch, schmecken. Esse ich gleich auf. Jetzt habe ich den Mund voll. Das ist zum Häckseln. Gemüse. Achso. Für Kräuter und so weiter. Das gibt es auch heute noch, solche Geräten. Das bringt mich aber jetzt zu den nächsten Preisträgern. Ja. Weil Gemüse zu zerkleinern, gerade so für eine 12-köpfige Familie, kann ich mir vorstellen, war wirklich Schwerstarbeit. Da gibt es natürlich jetzt heute elektrische Geräte, die das ganz wunderbar erledigen. Außerdem gibt es tolle Ordnungssysteme für Küchenhelfer. Da hat man dann gleich alles parat, was man so braucht. Und dann gibt es ja noch ein Thema, Fleisch. Das war damals, ich glaube, eine ziemlich zähe Angelegenheit. Das war so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie Fußsohlen, Wenn oder? es Fleisch überhaupt gab. Ja. Schuhsohlen, meinte ja. Ja, Fußsohlen kann man auch essen. Naja, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall, Sie merken, es ist live und es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, hier zu sein Ja. mit diesem Livestream in so einem alten Raum, Also auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den nächsten Preisträgern. Ich habe ja so ein paar Themen gerade schon anklingen lassen und hier geht's los. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die Firma Vorwerk. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Thermomix Friend für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Der formschöne Thermomix Friend ist eine perfekte Ergänzung zum Thermomix TM5 und TM6. Als kleineres Zusatzgerät übernimmt er einzelne Zubereitungsschritte vom Hauptgerät, sodass sich verschiedene Gerichte gleichzeitig vorbereiten lassen. Wie beim großen Thermomix erfolgt das Kochen intuitiv über die Einstellungen Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit. Die automatische Kommunikation zwischen dem TM6 und dem Thermomix Friend via Bluetooth-Verbindung ermöglicht die parallele Arbeit an einem Rezept. Einzelne Zubereitungsschritte werden über das Display an das Zusatzgerät gesendet. Das gesamte Zubehör vom Hauptgerät passt auch für den Thermomix Friend. Ein super Produkt und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's. Wir gratulieren der Firma Gefu. Den Kitchen Innovation Award erhält die Designserie Smartline für die Kriterien Funktionalität, Design, Materialbeschaffenheit und Ergonomie. Die clevere Designserie Smartline von Gefu umfasst 5 Accessoires, die für stilvolle Ordnung in der Küche sorgen. In edlem Schwarz mit Edelstahlakzenten wirkt die Serie elegant und zeitlos schön. Der Utensilienbehälter mit 10 Fächereinteilung macht Schluss mit der Suche nach Kochwerkzeug. Der Messerblock setzt Messer in flexibel nutzbaren Fächerschlitzen gekonnt in Szene. Der schicke und stabile Küchenrollenhalter ermöglicht das Abreißen des Küchenpapiers mit nur einer Hand. Dazu passt die mundgeblasene Designerkaraffe aus hochwertigem Borosilikatglas mit aromasicherem Deckel. Wirklich ein toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit dem Preisträger namens Hurom. Ihr Produkt Slow Juicer H201 erhält den Kitchen Innovation Award für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit.
Der neue Slow Juicer H201 von Hurum passt mit seinem geradlinigen, eleganten Auftritt in jede Küche. Mit seiner patentierten Slow Squeezing Technologie entsaftet er Obst und Gemüse bei sehr niedrigen Umdrehungszahlen. So bleiben alle wichtigen Nährstoffe erhalten. Dank der breiten Einfüllöffnung können auch größere Stücke ohne zusätzliche Schneiderarbeit eingefüllt werden. Perfekte Ergebnisse verspricht das innovative Doppelsiebsystem mit 2 verschiedenen Siebgrößen für Säfte, Smoothies und Suppen. Durch den Verzicht auf feinmaschige Netze ist die Reinigung besonders komfortabel. Der leicht nach vorn geneigte Boden sorgt dafür, dass kein Tropfen zurückbleibt. Ein wirklich tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch! Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die Firma Tescoma. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Fleischzartmacher Grand Chef. Für die Kriterien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Der Fleischzartmacher Grand Chef von Tescoma zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und hohe Effizienz aus. Die leicht drehbare Walze wird nur einmal mit sanftem Druck ohne Kraftaufwand über das Fleischstück gerollt. Die Stachel durchtrennen die Muskelfasern und lockern das Gewebe. Die Garzeit wird so um 40% reduziert. Marinaden und Gewürze können gleichmäßig in nur 5 Minuten einziehen. Der elegante und ergonomische Griff aus robustem gebürstetem Edelstahl schützt die Finger vor Verletzungen. Die in 7 Reihen angeordneten Stachel sind aus hochwertigem, lebensmittelsicherem Kunststoff in Profi-Qualität gefertigt. Wir gratulieren ganz herzlich! So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder an der Kochstelle und ich denke mal, Christine, geht's immer noch gut? Das sieht alles gut aus. Sehr Es gibt gut. was zu essen. Es gibt was zu essen, da sind wir beruhigt. Ja. Kannst du sehen, wie so, ob es schon gegart ist oder? Das sieht ganz gut aus. Sieht gut aus, Ja. wunderbar. Also wir werden dich gleich ein bisschen entstauben, keine Ah, Sorge. ja. So, jetzt sprechen wir ein bisschen über die Trendforschung, die aktuellen Trends in der Küche. Susanne, wenn man sich hier so umschaut, das ist alles doch recht ungemütlich. Ich bin auch froh, dass ich jetzt gerade hier bin, weil es hier wirklich wärmer ist als an allen anderen Orten. Was sind so die, ja, was hat die Küche für einen Stellenwert aktuell? Also die Küche ist nach wie vor das Statussymbol. Mittlerweile hat das fast das Auto schon abgelöst. Und das ist so, dass man die Küche einfach gern zeigt. Man ist stolz auf die Küche, lädt auch gern Freunde ein. Im Moment vielleicht gerade nicht so, aber normalerweise auf jeden Fall. Und deshalb auch der Trend hin zur offenen Küche. Das heißt Wohnbereich, Kochbereich und Essbereich ist mittlerweile fließend in einem. Und ja, das hätte ich mir damals jetzt nicht so gut vorstellen können. Mit der ganzen Rauchentwicklung hier ein bisschen ungemütlich. Also ist praktisch das neue Rennauto, der neue SUV ist die Küche. Ich kenne das auch von Freunden, wenn man dann zu Gast ist, da werden nicht nur die Küchengeräte gezeigt, sondern eben auch mal, hier, das ist meine neue Küche und dann guckt man so, welche Marke das ist und dann weiß man schon Bescheid. Also das kann ich sehr wohl bestätigen. Wie ist es im letzten Jahr jetzt gelaufen in der Pandemie? Hat sich da jetzt was geändert? Nein, es hat sich tatsächlich nichts geändert. Die Küche ist immer noch ein Statussymbol. Und das Schöne ist, dass das jetzt mittlerweile richtig zum Filmset umfunktioniert wurde. Das heißt, in sozialen Netzwerken wurde das oft genutzt zum Fotografieren, zum Videos drehen zum Beispiel. Also es ist wirklich immer nach wie vor sehr, sehr gern angenommen. Was für Fotos werden da so gemacht? Also postest du zum Beispiel Essen bei Instagram? Fotos, genau. Oder es wird auch beim Kochen dann gefilmt. Also es ist alles dann doch ziemlich live. Okay, sehr gut. Und das Ganze, also der Kochtrend ist ja letztlich auch durch die Not entstanden. Da sind auch viele Kochanfänger jetzt auch an diesen Trend gewöhnt worden, oder? Ja, also für Kochanfänger ist es ganz praktisch, dass es die Digitalisierung im Vormarsch ist. Das heißt, es gibt mittlerweile viele Geräte, die auch App-gesteuert funktionieren. Und wenn man dann die Beine mal hochlegen will, kann man auch den Backofen oder Kochfeld oder was auch immer gerne mal von der Couch aus bedienen. Das ist dann schon ganz bequem. Da könnte man also theoretisch auch, wenn man irgendwo unterwegs ist, seinen Herd anmachen, oder? Ja. Okay. Ja. Also wenn denn auch was draufsteht, sollte man das vielleicht lieber doch vorher vielleicht vorbereiten. nicht anmachen, aber man könnte es wieder ausmachen, Ja. wenn man dann unterwegs ist, weil da ist man ja manchmal, ich habe so, Nicht zum so Beispiel sicher. Bügeleisen Das ist bei stimmt. mir so ein Ja. Riesenthema. Ja? Ja. Habe ich es jetzt ausgemacht Das oder nicht? stimmt. Und dann kann man das den mit der App Nachbarn machen. anrufen und fragen, kannst du mal gucken? Ja, nee.
Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft? Ja, also wir machen ja regelmäßig die Trendforschung und Trendbeobachtung und stellen seit ein paar Jahren fest, dass der Trend wieder mehr zum Selberkochen geht, wobei es weggeht von der täglichen Pflichtübung hin zum Kochen als Entspannung. Das heißt, ich lade mir Freunde ein, habe die Familie, experimentiere auch gern mit Rezepten und das ist alles immer ganz gemütlich eigentlich. Das heißt, man ist letztlich auch schon bei der Zubereitung der Speisen dabei. Ich habe das auch gerade wieder bei einem Freund erlebt, der hatte noch gar nicht angefangen und wir hatten eigentlich schon ziemlich Hunger. Er hat auf jemanden gehofft, der ihm die Kartoffel schält. Das glaube ich auch, genau. Also das heißt, Kochen wird mehr zum sozialen Anlass, nicht mehr nur Nahrungsaufnahme. Ganz genau. Und letztes Jahr gab es eine ganz interessante Entwicklung. Es gab ganz viele virtuelle Kochshows mittlerweile. Das heißt, die Menschen haben sich zusammengeschlossen über soziale Medien und dort zusammen gekocht und hinterher natürlich auch zusammen das Essen genossen. Sehr schön. Also dieser Trend kann gerne weitergehen, weil Kochen ist einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung. Ja, und ich hoffe immer, dass es meiner Freundin noch lange, lange Spaß macht. Susanne, vielen Dank. Vielleicht mal selber ausprobieren. Naja, also ich habe ehrlich gesagt an der Hotelfachschule eine Kochprüfung absolviert und du willst nicht wissen, was es dann danach zum Essen Doch, gab. Bitte. Nee, ich sag nichts. Ich habe beim Nachbarn geklaut, weil der hatte Kroketten. Meine Kartoffeln waren verbrannt. Also Susanne, vielen Dank Sehr gerne. für die Trendübersicht und wir sehen uns sicher später noch. Dankeschön, Susanne Nick. Ja, wenn wir jetzt hier schon am Wasserbecken stehen, reden wir doch mal ein wenig über H2O. Wasser war früher genauso essentiell wie heute. Nur was sich daraus machen lässt, ist heute wesentlich komfortabler und fortschrittlicher. Ob moderne Armaturen, der Einsatz bester Materialien beim Spülen oder einfach nur die Nutzung von Trinkwasser. Tolle Entwicklungen erleichtern auch hier den Alltag, während früher die einzige Möglichkeit der Kühlung im Keller oder vielleicht auch ein Wasserbecken war, gibt es heute Hightech-Kühlschränke, die nicht nur Lebensmittel lange haltbar machen, sondern auch auf Ressourcenschonung achten. Hier sind die nächsten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Villeroy & Boch. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Subway Style. Für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit. Die Keramikspüle Subway Style wird zu 100% aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Durch ihre innovative Ceramic Plus Veredelung ist sie besonders pflegeleicht und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Hitze. Die Subway Style erhält ihr klares Design durch die dünnwendige Keramik und wirkt dadurch immer elegant und zeitlos. Die Spüle ist in 13 lichtechten Farben erhältlich und passt sich so jeder Kücheneinrichtung an. Sie ist außerdem flexibel beim Einbau in die Arbeitsplatte. Besonders praktisch sind das geräumige Becken, die abgeschrägte Abtropffläche sowie das passende Zubehör, wie zum Beispiel Seifenspender, Drahtkörbe, Einhängeschale oder Abtropfgitter. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's. Wir gratulieren der Firma Bauknecht Hausgeräte. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Einbau-Kühl-Gefrierkombination B70-402 für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Nachhaltigkeit. Mit der neuen Einbau-Kühl-Gefrierkombination von Bauknecht ist der Wocheneinkauf kein Problem. Im 400 Liter fassenden Stauraum findet alles seinen Platz. Die innovative Luftzirkulation sorgt für gleichmäßige Temperaturen und optimale Luftfeuchtigkeit. Vitamine und Nährstoffe werden so bestmöglich geschützt. In der speziellen Gemüseschublade mit extra Hygienegitter bleiben Obst und Gemüse bis zu 15 Tage frisch. Fleisch und Fisch sind in der Food-Care-Zone bei 0 Grad bestens aufgehoben. Dank seines niedrigen Energieverbrauchs, der Urlaubssparfunktion sowie der langen Haltbarkeit von Lebensmitteln unterstützt die Kühl-Gefrier-Kombination einen nachhaltigen Lebensstil. Wir gratulieren ganz herzlich. Jetzt wird auch noch goldig gesprudelt. Wir beglückwünschen SodaStream. Der Duo-Wassersprudler wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Küchengeräte mit dem Golden Award ausgezeichnet.
Best of the Best für die Kriterien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Nachhaltigkeit. Der neue Duo-Wassersprudler von SodaStream steht für volle Flexibilität. Er sprudelt per Knopfdruck frisches Wasser in den dazugehörigen eleganten Glasflaschen. Für unterwegs gibt es passende Mehrweg-Kunststoffflaschen, die dazu beitragen, die Umwelt vor Einweg-Plastikflaschen zu schützen. Mit 1 Liter Füllmenge bieten die Spülmaschinen geeigneten Flaschen eine optimale Größe für Familien. Dank eines vereinfachten Schnellverschlusses erfolgt der Zylinderwechsel äußerst komfortabel. Der Wassersprudler funktioniert kabellos und kann damit überall frisches Sprudelwasser liefern. Duo überzeugt mit geradlinigem Design sowie hochwertigen Edelstahlelementen und ist in den Farben Titan oder Weiß erhältlich. Herzliche Gratulation! Und noch ein Golden Award. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Grohe. Das Produkt Sedra Triple Spray wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Küchenspülen und Armaturen mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Die elegant geschwungene Armatur Sedra Triple Spray von Grohe beherrscht 3 unterschiedliche Strahlarten und überzeugt in glänzender oder matter Optik. Je nach Bedarf kann per einfachem Knopfdruck gewählt werden zwischen dem normalen Laminarstrahl oder dem Speed Clean Brausestrahl zum Waschen von Obst und Gemüse. Der neue kräftige Blade-Strahl unterstützt effektiv bei der Reinigung von Tellern und Töpfen. Dank der Luftbeimischung spart der Blade-Strahl bis zu 70% Wasser. Mit ihrem Schwenkbereich von 360 Grad und der herausziehbaren Spülbrause erleichtert die Armatur die Arbeit in der Küche. Ein super Produkt und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger. Und jetzt sind wir mal nach draußen gegangen, damit Sie den Lukashof von 1513 auch mal von draußen sehen, hier beim Kitchen Innovation Award. So, jetzt habe ich die Kamera auch, die richtige. Stefan, du bist ja mit mir hier draußen, hier ist es auch relativ warm. Du darfst nur nicht zu weit zurückgehen. Ja. Was sind denn so die nächsten Innovationen beim Kitchen Innovation Award, die ihr euch überlegt habt? Ja. Also wir haben ja zum einen eben die angesprochene Hall of Innovation, aber wir sind auch dabei, unsere Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren, zum Beispiel der Anmeldeprozess. Wir sind dabei, verschiedene Webseiten aufzubauen und die Webseiten, die wir haben, zu aktualisieren, auf die, wie man so schön sagt, Cutting-Edge-Technologien umzustellen. Und unter anderem bauen wir auch an einer Endkundenplattform. Insgesamt geht es einfach darum, so einen klassischen 360-Grad-Auswertungsring zu schaffen, und daran arbeiten wir mit Hochdruck. Sehr gut. Und dann gibt es ja noch die sozialen Medien, habe ich gesehen. Instagram, Facebook. Da können Sie jetzt natürlich auch gerne einfach mal den Like-Button drücken und bei Instagram Kitchen Innovation Award followen. Sagt man das so? Ja, ne? Hier ist ja jetzt so die klassische Männerecke. Hier ist man zum Grillen draußen und das ist so eine Männersache, Grillen, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher, denn früher war ja das Feuer eigentlich eine Sache der Damen. Und heutzutage hat sich das, die stehen hinterm Herd, wie man bei Christine sieht. Aber ich habe auch was, wie wenn ich es gewusst hätte, habe ich was vorbereitet. Nämlich, sehr gut. Weil ich ja jetzt weiß, dass du Hunger hast. Ja. Dann können wir hier mal, naja, wir machen es mal warm, weil die Katze dran war. Genau, dann ist es auf jeden Fall desinfiziert. Richtig. Nee, aber was haben die Frauen damals am Feuer gemacht? Also die Frauen waren wirklich, wie hier bei der Christine, sehr im Herd involviert. Sie mussten sich ums Feuer kümmern und so weiter. Also das war eigentlich überhaupt nicht Sache der Männer. Ja, so war die Zeit. Vielleicht ändert sich das jetzt auch wieder, dass jetzt die Männer wieder mehr ans Feuer gehen und an den Herd. Also ich hoffe es jedenfalls, auch hier ein Stück Gleichberechtigung. Ja, also auf jeden Fall konnte man ja sonst immer nur zum Beispiel mit Wasser oder Ähnlichem darüber entscheiden, ist das Feuer jetzt aus oder an. Ja. Heute geht es mit vielen modernen Elementen, wie zum Beispiel einer App. Man kann das von unterwegs sogar schon anschmeißen wahrscheinlich. Und deswegen kommen wir jetzt zu unseren nächsten Preisträgern über die Möglichkeit der perfekten Einstellung für
für die optimalen Grillergebnisse. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Wurst. Dann muss ich nämlich endlich keine rohe mehr essen. Also hier sind die nächsten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Gastroback. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Design Barbecue Advanced Control für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Der schicke Designer-Grill von Gastroback ist durch seine kompakte Bauweise gleichermaßen für Küche, Balkon oder Garten geeignet. 2 anti-haftbeschichtete und höhenverstellbare Grillplatten sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung. Zusammengeklappt werden die Speisen gleichzeitig von oben und unten gegrillt. Aufgeklappt bietet er eine große Grillfläche. Die geriffelte obere Grillplatte und glatte untere Platte bieten vielseitige Möglichkeiten beim Grillen von beispielsweise Fleisch, Gemüse, Fisch oder Krebs. Dank der 6 vorinstallierten Grillprogramme, der automatischen Steuerung von Zeit und Temperatur sowie eines integrierten Grillthermometers gelingt jedes Gericht perfekt. Wir gratulieren ganz herzlich. Jetzt wird goldig gegrillt. Wir beglückwünschen Severin Elektrogeräte. Der Sevo Smart Control GT GTS wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Grills und Grillzubehör mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Der neue Elektrogrill Sevo Smart Control aus dem Hause Severin passt ganz in den Zeitgeist. Dank der neuen Severin-App wird neben einer schrittweisen Temperatureinstellung bis 500 Grad eine smarte Kontrolle für den gesamten Zubereitungsprozess möglich. Die 3-Zonen-Heizungstechnologie, die Quick-Start-Funktion sowie die Boost-Zone sorgen zusammen mit den beiden Kerntemperaturfühlern für beste Grillergebnisse. Besonderen Komfort bietet die Severin-App mit ihrer umfangreichen Rezeptdatenbank und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Zubereitung. Der Grill überzeugt außerdem durch seine massive, hochwertige Ausführung und sein edles Design in Schwarz und Silber. Ein wirklich tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir hier wieder an der Feuerstelle in unserer topmodernen Küche im Lukashof. Christine, merkt man da jetzt schon was? Duftet es schon? Oder? Kannst schon ein bisschen was riechen, wir sind schon fast fertig. Es duftet schon ein bisschen, aber der Rauch überdeckt das Ganze. Kannst du uns nochmal sagen, was da jetzt genau drin ist? Einen Pichelsteiner Eintopf haben wir da. Darf ich mal schauen? Aha. Und kann man, da drin ist ja ziemlich dunkel. Da kann man fast nicht sehen, ob die jetzt schon fertig sind oder nicht, oder? Das war die Herausforderung eigentlich früher, dass da eigentlich noch eine Feuerstelle neben der Feuerstelle war, weil Elektrizität war ja nicht. Und so war das Kochen ein bisschen schwierig. Es war ein bisschen dunkel an der Feuerstelle. Und so ist einfach daneben nochmal Feuer angemacht worden, dass man was sieht, dass man nicht direkt im Dunkeln kocht. Gell? Jetzt haben wir ja vorher gesehen, da war ja schon extrem viel Rauchentwicklung. Ja. Auf was musste man denn damals wirklich achten, wenn man gekocht hat? Weil ich meine, das haben ja vor allen Dingen, also Entschuldigung, ich habe jetzt gesagt, was musste Mann beachten? Das war ja eigentlich ein Frauenjob, oder? Es war der Frauenjob, ja. Genau, da hat der Mann nichts damit zum Tor gehabt. Die hat wirklich darauf achten müssen, dass das Feuer immer bei der richtigen Temperatur da hat und eben auch das Licht passend dazu hat. Und das war eine Frauensache. Und eben keine Rauchvergiftung zu bekommen, war auch wichtig. Und jetzt sehen wir hier diese ganzen tollen Produkte. Gab es diese Fülle an Produkten damals schon? Nein, ich glaube sicherlich nicht. Ich denke mal, dass sich das auf ein paar Ruhm und Kartoffeln und alles, was auf die Äcker rund ums Haus so gewachsen ist, beschränkt hat. Mit ausgewogener Ernährung, glaube ich, war da nicht so viel geboten. Ich denke, dass die Leute zufrieden waren, wenn sie satt waren. Ja, also Food-Influencer gab es da wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja, wohl nicht. Also die haben ihr Essen noch nicht überall gepostet, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was ist denn jetzt das Schwierigste? Dass nichts anbrennt oder dass Markus Wasmeier später vielleicht kritisch auf deinen Eintopf schaut? Also der Rauch, der ist war schon eine Herausforderung, gell? Der Markus Wasmeier, der hat hoffentlich Hunger und dann wird er schon essen.
Ganz sicher. Und ist vor allen Dingen ist ja gesunde Ernährung, da legt er bestimmt Wert drauf als ehemaliger Skirennläufer. Genau, da sind ja lauter gute Sachen drin, Vitamine, Karotten, Pastinaken sind drin, Kartoffeln, wunderbar. Also man merkt aber auf jeden Fall, dass es relativ lang dauert, oder? Also es war schon irgendwie so ein Ganztagsjob früher, oder? Ich denke, dass der Kessel dann da drüber gehängt ist, dass die Leute, wie gesagt, nicht so viel Wert auf das Ganze gelegt haben und mehr, glaube ich, rund ums Haus an Hof und Feld zum Tor gehabt und die Wertschätzung war da nicht so sehr fürs Essen. Und so ein Glasal Wein dann beim Kochen gab es wahrscheinlich auch nicht, oder? Es war eine schlimme Zeit, oder? Ich habe jetzt gerade mal gelesen, ich mag Wein zum Kochen und manchmal tue ich auch Wein ins Essen rein. Mein Aber Motto. kennst du wahrscheinlich genau, dein Motto. Also auf jeden Fall kann man bei dir, das habe ich gesehen auf der Webseite, wahnsinnig tolle Sachen bestellen. Bei Geschmackssachen Tegernsee, Fonds und alles, das machst du alles selber, gell? Das mache ich alles selber, genau. Wahnsinn. Und hoffentlich dann eben mit einer modernen Küche. Gott sei Dank. Aber jetzt schon mal danke. Ich freue mich danke gleich dir. aufs Essen und da bin ich ganz gespannt, wie das dann schmeckt, so ursprünglich. Lass dich überraschen. Ja, davon konnte die Hausfrau in der verrauchten Küche früher nur träumen. Kochequipment, das mitdenkt und dabei noch tolle Rezepte auf Knopfdruck liefert. Kochgeschirr war früher buchstäblich schwer in der Handhabung. Heute sorgen Pfannen und Töpfe in unterschiedlichen Materialkombinationen für optimale Wärmeleitung, leichtes Gewicht, perfekte Garergebnisse und sehen dabei auch noch toll aus. Design ist eben ganz wichtig. Umweltschutz war früher noch kein Thema, haben die Menschen zumindest geglaubt, weil noch nicht nötig. Aber selbst bei der Herstellung von Pfannen kann man vieles richtig machen. Nicht nur für heute, sondern vor allem für die nächsten Generationen. Hier sind unsere nächsten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Fissler. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Pure Profi Collection für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit. Die Topfserie Pure Profi Collection von Fissler setzt ein klares Lifestyle-Statement in der Küche. Hochglanzpolierte und mattierte Elemente, puristische, kantige Formen und ein abgewinkelter Griff mit umlaufendem Punktdekor ergeben ein modernes, ästhetisches Gesamtbild. Die Vielfalt der Serie bietet mit ihrer intelligenten Ausstattung für jedes Gericht den passenden Topf. Für Arbeitserleichterung sorgen eine gelaserte Messskala, Kaltmetallgriffe sowie ein extra breiter Schüttrand. Dank der Kondensat-Plus-Funktion im gewölbten Metalldeckel bleiben Speisen aromatisch und saftig. Der Cookstar Allherdboden ist für alle Herdarten geeignet. Er absorbiert, verteilt und speichert die Wärme höchst effizient. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren der Firma Röndell. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Zart Collection für die Kriterien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit. Die moderne Kochgeschirrserie Zart von Röndell setzt mit ihrem raffinierten Erscheinungsbild Akzente in der Küche sowie auf dem Tisch. Abwechselnd glänzend und matt polierte Edelstahloberflächen verleihen der Serie ihre Eleganz. Die geschwungenen Griffe von Töpfen und Deckel stehen in eindrucksvollem Kontrast. Topf, Boden und Wände sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Speicherung. Komfortabel ist die Literskala an der Topfinnenseite zum Abmessen von Flüssigkeiten. Dank des aufgebrachten Induktionsbodens ist das Kochgeschirr flexibel auf allen Herdarten einsetzbar. Hochwertiger Edelstahl gewährleistet eine hohe Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit. Wirklich ein toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Herzliche Gratulation an die Firma Karl Schmidt Sohn. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Marburg Plus für die Kriterien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit. Die neue Kochgeschirrserie Marburg Plus von Karl Schmidt Sohn setzt mit ihrer noblen Eleganz und hochwertigen Verarbeitung stylische Akzente in jeder Küche.
Die farbigen Softgriffe aus Bakelit unterstreichen das geradlinige Design. Das moderne Dreischichtmaterial mit Aluminium sowie ein Thermoboden sorgen dafür, dass Boden und Topfwände gleichmäßig erhitzt werden und die Wärme lange speichern. Eine gelingsichere Zubereitung der Speisen gewährleistet die PFOA-freie Anti-Haftbeschichtung Fluon Corrosino. Dank ihres Marmoreffektes überzeugt sie nicht nur in puncto Design, sondern macht das Kochgeschirr sehr kratzfest. Die Kochgeschirrserie ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Ein wirklich tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Röndell. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Loft Professional für die Kriterien Funktionalität, Produktnutzen, Design, Materialbeschaffenheit und Ergonomie. Die Kochgeschirrserie Loft Professional von Röndell zeichnet sich durch ihr Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien aus. Die Serie umfasst sowohl Edelstahl wie auch Alugusstöpfe und Pfannen und bedient so alle Anforderungen beim Kochen. Die PFOA-freie Anti-Haftbeschichtung Trititan verspricht eine hohe Kratzfestigkeit des Aluguss-Kochgeschirrs. Auch bei großer Hitze bleiben die extra starken Böden plan auf dem Kochfeld und sorgen für hervorragende Garergebnisse. Die Kochgeschirrserie überzeugt außerdem durch ihre eleganten, aufeinander abgestimmten, geradlinigen Formen. Sie wird ergänzt um einen ebenso gestalteten Kaffee- und Teebereiter sowie einen trendigen Wasserkessel mit Signalpfeife. Wir gratulieren ganz herzlich. Wir beglückwünschen AMC International. Das Premium Cooking System wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Elektro-Kleingeräte mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit. Das neue AMC Premium Cooking System verspricht durch Temperatur- und Zeitkontrolle Gelingsicherheit beim Kochen, optimalen Erhalt von Vitaminen und Nährstoffen sowie Energie- und Zeitersparnis. Integrierte Temperaturfühler und eine Anzeige im Deckel, akustische Signale und ein mobiles Kochfeld steuern Kochvorgang und Energiezufuhr via Funk automatisch. Die AMC-App ermöglicht die Bedienung über mobile Endgeräte auch außerhalb der Küche. Das intelligente Kochsystem aus hochwertigem Edelstahl ist langlebig. Die AMC-Töpfe und Pfannen sorgen für eine hohe Wärmeleitfähigkeit und passen sich dank des eleganten, zeitlosen Designs mit glänzend polierten Oberflächen jedem Einrichtungsstil an. Ein super Produkt und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an AMT Gastroguss. Die Pfanne fürs Leben wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Koch- und Backgeschirr mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Innovation, Produktnutzen, Design, Materialbeschaffenheit und Nachhaltigkeit. Die neu entwickelte Pfanne fürs Leben von AMT Gastroguss wird besonders nachhaltig hergestellt. Dank eines innovativen Verfahrens kann die Beschichtung bei Bedarf komplett und beliebig oft erneuert werden. Damit verlängert sich die Lebenszeit einer Pfanne um ein Vielfaches. Die Pfanne bietet zudem optimale Brateigenschaften. Das Material sowie der verzugsfreie Boden gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit. Zusammen mit der Lotan-Beschichtung überzeugt die Pfannenserie mit einer optimalen Anti-Haft-Funktion. Dank des abnehmbaren ergonomischen Stiels kann sie im Backofen eingesetzt bzw. platzsparend verstaut werden. Die elegante Pfannenserie ist geeignet für alle Herdarten. Ein super Produkt und deswegen sagen wir herzlichen Glückwunsch. Ja, der Tisch in den Wohnstuben, das war früher auf jeden Fall der Treffpunkt, nicht nur zum Essen, sondern auch der Treffpunkt der Begegnung praktisch. Und hier haben wir, glaube ich, noch Glück, weil hier ist noch relativ warm, obwohl es nicht ganz direkt neben der Küche ist, gell? Wir haben hier wirklich das Glück, weil es eben ein relativ teurer Hof für damalige Zeit war, dass hier extra noch ein Ofen im Raum ist. Und das war wirklich schon Luxus. Also bei Großbauern eher üblich. Ja, so ein Kachelofen im Herrgottswinkel. Ja. Wir warten immer noch gespannt auf unseren Stargast Markus Wasmayer. Gleich wird er hier sein. Ich glaube, du hattest schon Kontakt. Insofern, er sollte kommen, gell? Ich gehe davon aus. Drücken wir die Daumen. Jetzt
möchten wir aber noch eine Sache klären, weil bis Markus Wasmeier hier ist, dürfen wir nicht den Löffel abgeben. Ja. Und das ist ganz wichtig. Diese Löffel, jeder hatte seinen Löffel damals und der wurde auch über Generationen weitergegeben. Also insofern den Löffel abgeben an die nächste Generation, das findet ja heute nicht mehr statt. Außer es handelt sich um goldene oder um silberne Löffel. Und den musste man ja wahrscheinlich auch öfters mal abspülen. Oder hat man den einfach mal so abgewischt? An der Westen und dann war die Sache schon erledigt. Wissen wir jetzt, woher das kommt mit dem Löffel abgeben. Ja, der Unterschied von so einem Esstisch im Wohnbereich, ob das nun in der Wohnküche ist oder im Esszimmer, ist eigentlich heute gar kein großer Unterschied. Auch da trifft man sich gerne und feiert mit Freunden oder trinkt auch mal einen Stammball. Ich glaube, wir haben hier Gott sei Dank nur Wasser, gell? Aber heute gilt natürlich, das Auge isst mit und dazu gehören eben auch so kleine Accessoires, die es früher vielleicht auch schon gab, aber heute ist es eben noch viel ausgeprägter und vor allen Dingen sind diese schönen Accessoires auch noch funktionell. Und das darf natürlich jetzt bei unserem Award auch nicht fehlen. Hier sind die nächsten Preisträger. Eine herzliche Gratulation an die Firma Tescoma. Den Kitchen Innovation Award erhält das Produkt Tortenglocke Delizia für die Kriterien Funktionalität, Design und Materialbeschaffenheit. Die glasklare Tortenglocke von Tescoma überzeugt durch ihr puristisches Design und ihre elegante Form. Sie setzt nicht nur Kuchen und Torten, sondern auch Sandwiches, Snacks, Käse, Aufschnitt oder Obst gekonnt in Szene. Neben der klassischen Aufbewahrungsfunktion ist die Glocke zugleich stilvolle Serviermöglichkeit am Tisch oder auf dem Buffet. Die integrierten Luftschlitze um den Griff lassen sich je nach Bedarf öffnen oder schließen. So können warme Speisen unter der Haube auskühlen und kalte Speisen sind luftdicht abgeschlossen. Dank des abgesenkten ergonomischen Griffes passt die Glocke in jeden Kühlschrank. Wir gratulieren ganz herzlich. Und hier geht's weiter mit einem Golden Award. Wir beglückwünschen Varimex. Der Stoneline Flexikorb wurde für die beste Bewertung in der Kategorie Accessoires mit dem Golden Award ausgezeichnet. Best of the Best für die Kriterien Funktionalität, Innovation, Design und Nachhaltigkeit. Der dekorative Flexikorb von Stoneline lässt sich im Handumdrehen in 9 verschiedene Formen biegen. Je nach Bedarf können Obst, Brötchen, Gebäck oder auch Deko-Elemente aufbewahrt und stilvoll präsentiert werden. Der Flexikorb ist aus dünnen und zugleich robusten schwarzen Metallstäben handgefertigt und passt perfekt zum angesagten Wohntrend Industrial Style. Sollte er einmal nicht benötigt werden, kann er platzsparend verstaut werden. Der Flexikorb ist ein klimaneutrales Produkt, denn sämtliche CO2-Emissionen, die durch Herstellung und Transport entstehen, werden durch die Unterstützung von international anerkannten Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Ein wirklich tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Stefan, jetzt haben wir schon so viele Preise gesehen und bevor wir gleich das Best Product küren, das ist ja echt ein Novum bei euch, dass wir mal wissen, welches Produkt hat wirklich die besten Bewertungen bekommen, möchten wir noch zu einem wichtigen Thema schwenken, das euch beim Lifecare Network besonders wichtig ist, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Was genau macht ihr in dem Bereich? Also es ist ja so, dass uns allen die Umwelt am Herzen liegen sollte, insbesondere wenn man Kinder hat, nicht nur abhängig davon, aber umso mehr dann, denn wir wollen ja alle, dass wir eine lebenswerte Umwelt unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen. Wir belasten den Planeten sowieso sehr stark, also insofern muss jeder in seinem Bereich etwas machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt die Weltformel haben, um die Probleme zu lösen, aber wir sind der Meinung, wir können ein kleines Stückchen dabei dazu beitragen und viele kleine Schritte von vielen Menschen gibt es dann für alle einen Riesenschritt. Und in diesem Sinne
unterstützen wir beispielsweise Firmen mit unserem neuen Preis, mit dem Nachhaltigkeitspreis, einem Jurypreis und sagen, diese Firmen haben ihr Produkt oder ihre Firma entsprechend aufgestellt und arbeiten nachhaltig. Und das ist einer unserer Beiträge. Das ist dann der Green Award sozusagen. Genau. Ich habe auch gestern wieder mit einer Organisation gesprochen. Da ging es um die regionale Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit. Also viele kleine Bausteine und dann wird es halt irgendwann ein großes Ganzes. Ich denke, da leistet ihr eben auch einen guten Beitrag dazu. Zum Beispiel auch mit den Pokalen. Gell? Da ist er. Ja, das Holz ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft zum einen und hier aus der Region. Und das Zweite ist, er ist produziert worden in Lebenshilfewerkstätten. Und insofern verbinden wir gleich hier zwei Dinge. Zum einen den Umweltschutz und die Ökologie und auf der anderen Seite ein soziales Engagement. Und das ist natürlich traumhaft. Insofern ein schönes Produkt. Und passt hier sehr gut rein. Ja. Auch wenn das Holz hier ein bisschen älter ist, könnte man sagen. Nämlich von wohl 1510. Das habe ich gelernt. Und jetzt wollen wir natürlich hören, welche Unternehmen und welche Produkte tatsächlich das sind, die den Green Award bekommen haben. Der erste Sonderpreis für verantwortungsvolle Unternehmensführung geht an die Firma Gefu. Das Produkt Conchio Kaffeekapseln wurde ausgezeichnet für Ressourcenschonung. Die wiederverwendbaren Conchio Kaffeekapseln von Gefu leisten einen zweifachen Beitrag zur Schonung der Umwelt. Sie sparen Aluminium und damit wertvolle Ressourcen nachhaltig ein und vermeiden gleichzeitig unnötigen Plastikmüll. Die hochwertigen Edelstahlkapseln sind unbegrenzt wieder befüllbar und können zur Reinigung in die Spülmaschine. Komfortabel sind ein dazugehöriger Trichter, ein Messlöffel sowie ein Tamper, um das Espressopulver optimal zu verdichten. Die Conchio-Kapseln sind 50% günstiger als Einmalkapseln und ermöglichen außerdem immer wieder neue Kaffeekreationen und Mischungen. Wir gratulieren ganz herzlich. Ein weiterer Sonderpreis für verantwortungsvolle Unternehmensführung geht an die Firma AMT Gastroguss. Das Produkt Pfanne fürs Leben ist ausgezeichnet für Ressourcenschonung und nachhaltige Produktion. Bei der neu entwickelten Pfanne fürs Leben von AMT Gastroguss steht der Schutz der Lebensräume für Mensch und Natur im Mittelpunkt. Die Pfannenserie wird aus 100% recyceltem Aluminium und Energie aus werkseigenen Sonnenkollektoren gefertigt. Dank eines innovativen Verfahrens ist die Beschichtung bei Bedarf komplett erneuerbar. Zum Tausch der Beschichtung kann die Pfanne beliebig oft an den Hersteller eingeschickt werden. So werden im gesamten Produktionskreislauf keine Ressourcen verschwendet, wertvolle Rohstoffe in hohem Maße eingespart und die Umwelt geschont. Ein super Produkt und deswegen sagen wir herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's. Den Sonderpreis in der Kategorie Unternehmen erhält die Firma Varimex. Ausgezeichnet ist sie für Ressourcenschonung und klimaneutrale Herstellung. Bei Varimex haben Klimaschutz, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit hohe Priorität. Um Ressourcen zu schonen und Schadstoffausstoß zu vermeiden, wurde die klimaneutrale Produktlinie Natural Line aus Biokunststoff entwickelt. Neben der Herstellung klimaneutraler Produkte werden Strom, Wärme und Warmwasser über Sonnenenergie selbst erzeugt. Varimex hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch als Unternehmen selbst klimaneutral zu handeln. Die CO2-Emissionen aller Prozesse und Produkte werden berechnet und durch Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Der Ausgleich von CO2-Emissionen ist für Varimex neben Vermeidung und Reduktion ein weiterer wichtiger Schritt im ganzheitlichen Klimaschutz. Wir sagen herzlichen Glückwunsch! Nun gibt es aber nicht nur etablierte Unternehmen, sondern man muss auch an die vielen jungen Unternehmer denken, die Start-ups und auch
Eines dieser Startups wollen wir heute auszeichnen. Hier ist der Gewinner in der Kategorie Startup. So. Last but not least, hier ist der Sonderpreis in der Kategorie Startup. Ausgezeichnet wird die Firma Knister für ihr Produkt Knister-Grill. Das Produkt Knister-Grill wird ausgezeichnet für Ressourcenschonung und Langlebigkeit. Nachhaltigkeit gehört bei Knister-Grill zum Selbstverständnis. Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zum Versand wird zu 99% auf Plastik verzichtet. Extrem haltbare Materialien und eine stabile Konstruktion versprechen Langlebigkeit und damit eine nachhaltige Schonung der Umwelt. Zur Einsparung der CO2-Emissionen werden alle Transportwege im Rahmen der lokalen Produktion in Deutschland so kurz wie möglich gehalten. Der speziell für den Fahrradtransport entwickelte Grill überzeugt außerdem mit zahlreichen durchdachten Funktionen, unterschiedlichen Grillzonen und perfekten Grillergebnissen. Er ist flexibel in der Größe und spülmaschinenfest. Ein super Produkt und deswegen sagen wir herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist er endlich hier, der zweifache Olympiasieger von Lillehammer 1994 in Super-G und Riesenslalom und der Weltmeister 1985 in Bormio, um nur 2 seiner Titel zu nennen. Markus Wasmeier, herzlich willkommen. Danke. Markus, ganz kurz, wie kam eigentlich diese Entwicklung, als du aufgehört hast mit der aktiven Karriere? Ich glaube, du hast noch ein bisschen kommentiert im Fernsehen, aber dann dieses Museum aufzubauen, wie kam das? Naja, ein bisschen ist gut gesagt, über 20 Jahre habe ich danach noch, also das ist erst ein paar Jahre her, wo ich aufgehört habe. Nein, anscheinend ist mir zu langweilig geworden. Ja. Nein, es ist mein alter Beruf, ich habe Restaurator und Lüftelmaler, gleich als wie mein Vater. Und ist halt Skifahren dazwischen gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da ich selbst in so transferierte Häuser erlebe, ich habe also privat schon an die 5 Gebäude transferiert und die letzten Denkmäler aus dem 17. Jahrhundert, die sehen wir jetzt hier. Und die wollte ich einfach retten, die waren alle vom Verfall und so ist die Idee entstanden. Aus der Idee natürlich dann musst du schon überlegen, wie kann man das stemmen, auch finanziell und so weiter. Und da ist halt ein gemeinnütziger Verein, der Träger. Und dann bin ich da praktisch der Hauptverantwortliche für alles, für Bauen, für den Betrieb, für die Gäste, für alles. Das heißt, es lief am Anfang noch alles parallel zum Kommentatorenjob? Ja, alles ist also das ist so gewesen, dass ich praktisch die ersten 10 Jahre nur gebaut habe. Also da habe ich noch gar nicht geöffnet und das waren dann 3 Gebäude, das war die Wirtschaft und eben Lukas und Riederhof, die wo wir jetzt da herin sind auch. Und natürlich habe ich mir nie gedacht, dass das dann doch so groß wird. Also wir haben zu Beginn mit 15 Mitarbeitern angefangen, jetzt habe ich mittlerweile über 90. Also es ist dann schon einiges dazugekommen. Natürlich eine Brauerei ist dazugekommen, eine Bäckerei, eine Konditorei und somit können wir also ehrlich sagen, wir können alles aus der eigenen Historie auch raus. Diese Wertigkeit der Lebensmittel auch den Gästen näher zu bringen, dass das viel Arbeit ist, ein Brot zu machen, auch Bier zu brauen. Das ist ein Element, wie vor 300 Jahren Bier brauen, da sind wir sowieso die Letzten. Also wirtschaftlicher Blödsinn, aber es macht Spaß. Also wir sind auf jeden Fall wahnsinnig dankbar, dass wir hier sein dürfen für den Kitchen Innovation Award. Wenn man da so diese alten Gebäude praktisch abträgt, was findet man denn da eigentlich für Küchen? Also was hast du da so erlebt, was es da für unterschiedliche Küchentypen gab? Ja, da muss man mal in die Zeit reingehen. Es gibt noch die herrschaftliche, die haben dann ab 1700 dann auch schon so Kachelöfen, also Sesselofen nennt man das, wo eine Herdplatte schon ist. Vorher hat es das noch gar nicht so gegeben. Die Königshäuser haben das halt weiter dann forciert und der Handwerker hat halt versucht dann das umzusetzen. Aber in der Regel war es eine offene Küche, wie ihr jetzt gekocht habt. Das war das ganze Jahr, das war dunkel, es war kalt. Im Sommer geht es noch einigermaßen, aber der Rauch hat runtergedrückt.
Und das Verrückte ist ja, jetzt habt ihr ja gut ausgeleuchtet, gell? Aber wenn du da jetzt kein Licht hast, sondern nur das Feuer, das blendet dermaßen, dass du nicht siehst, was eigentlich im Kochtopf sich befindet. Ob das jetzt schon schwarz ist oder wie auch immer. Ja, sagen wir mal so, es war sehr einseitig, das Essen. Und da hat man eigentlich ja dann wahrscheinlich auch nicht so viel Wert gelegt. Hauptsache, es hat gesättigt. Was gab es da so, wenn man mal so ein Gericht, was typisch war? Da muss man auf die Jahreszeit natürlich gehen. Im Winter war natürlich sehr viel Eingemachtes. Das heißt praktisch Sauerkraut war auch damals Kraut eingelegt in Salz, natürlich Fleisch, Speck und eingesalzen natürlich die Dinge, die wo haltbar zu machen sind. Das ist nämlich das, was wir alle verloren haben, weil in der Speis so in der Form hat ja keiner mehr oder die meisten nicht. Der Kühlschrank, da geht es relativ leicht. Jeden zweiten Tag kann man zum Einkaufen gehen. Die haben versucht, praktisch über den Winter zu kommen. Und das ist zäh. Und da war natürlich das Schmalz, das Schweineschmalz, das Mehl, Eier, bedingt, wenn einer Hühner gehabt hat, aber die legen auch im Winter nicht so wirklich. Und da muss man sich vorstellen, es sind in der Stube da mindestens so 8 bis 10 Leute hier gesessen. Und dem musst du zuerst mal versorgen. Also das ist dann schon eine hartes Leben gewesen. Ja, also da war auf jeden Fall Corona noch nicht Priorität 1 in der damaligen Zeit. Da gab es ganz schlimme Probleme, was auch Ernährung angeht, Nahrungsmittel zu kriegen. Aber ich würde sagen, Nahrungsmittel kriegen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Hunger und wir haben auch deswegen so gut ausgeleuchtet, weil wir wissen wollten, was uns die Christine da tatsächlich auf den Teller Ich glaube, ihr vertraut es mir nicht ganz, oder? Vielen Dank. Bitte schön. Das ist ein guter Hinweis. Ich möchte mal genau sehen, was da drin ist. Lass es euch schmecken. Also das schaut auf alle Fälle mal sehr exklusiv aus. Super. Ich glaube, so wie früher die Bauern gegessen hätten. Ich weiß nicht, ob es da satt worden war mit der Portion. Ja. Wunderbar. Das kann doch nicht alles. Traumhaft. Also, müssen wir jetzt auf jeden Fall mal... In der Regel hat man in der Mitte die Pfanne hingestellt und da ist dann ein Löffel rausgegessen worden. Also mit dem Essen müssen wir auf jeden Fall einen Löffel noch nicht abgeben. Christine, ein ganz großes Kompliment. Man merkt, dass ihr bei Geschmackssachen auf jeden Fall an Geschmack denkt. Danke. Wie ist denn so die Entwicklung auch jetzt vielleicht bei dir zu Hause? Du kochst sicherlich jetzt auch nicht mehr so, wie man früher 1900 gekocht hat, oder? Ja, das traue ich mir sogar zu. Also aus den ganz historischen, weil da kann es auch anbrennen, so war es halt dann. Also dann sagst du immer, wenn es angebrannt ist, ja, das ist angebrannt, weil ich habe genau, soll es sein. Also die Neuzeit würde ich mir jetzt nicht trauen. Da habe ich also meine Frau und meine Mutter auch noch, die bayerische Küche macht. Meine Frau kommt aus Südtirol und bringt also da die Küche mit und dann ist man auch gleichzeitig auch gern asiatisch, also nicht nur die bayerische, also querbeet. Also wir sind da keine Kostverächter, was also auch Neues ist. Okay, das heißt, es geht aber auch nicht nur alles traditionell, sondern es gibt schon so den ein oder anderen Küchenhelfer, der dann der Familie Wasmeier auch mal hilft. Also man kann schon von 0 bis 9 die Herdplatte aufdrehen. Man muss jetzt nicht schauen, wie das Feuer gerade... Ich bin für die Deko zuständig und fürs Geschirr und fürs Abspulen. Gott sei Dank, einer von unseren Söhnen, der kocht sehr, sehr gerne und der experimentiert auch und ist halt dann auf eine andere Küche, aber natürlich... Jetzt stell dir mal vor, ich habe eine Wirtschaft da, wo eine bayerische Küche ist, wo es einen guten Schweinsbraten gibt, ein gutes Bier gibt. Ja, warum soll ich da noch groß daheim kochen? Also, ich habe also 3 verschiedene Gaststätten, ja, also Südtirolisch, Bayerisch und dann die Wirtschaft selber noch. Also da wäre das fast ein bisschen übertrieben, wenn ich mich da auch noch einmische. Also ich merke schon, alle Sales Manager, die jetzt da draußen zugucken, bei Markus Wasmeier beißen sie sich die Zähne aus. Da kriegen sie nichts verkauft. Aber sie können es ja immerhin mal probieren, oder? Ja, logisch. Vielleicht noch als letzte Frage, ich meine, wir sitzen jetzt hier mit Abstand. Wie ist denn die aktuelle Situation in Sachen Corona? Viele Leute, die jetzt auch zuschauen wollen, sicherlich jetzt auch mal wieder ins Museum, ins Freilichtmuseum Wasmeier kommen. Was ist wann geht's wieder los? Müssen wir Markus fragen, Herrn Söder.
wann wir wieder dürfen. Nein, es ist halt so. Das ist halt einmal eine Zeit, die wo wahrscheinlich in die Geschichtsbücher geht, was unsere Kinder oder Enkel einmal dann lernen. Aber es ist klar, man muss sich also von Haus aus, so sehe ich es als Unternehmer, gut vorbereiten, auch auf schlechtere Zeiten. Das habe ich Gott sei Dank gemacht und wir kriegen ja echt große Hilfe. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Andere Gaststätten sind da vielleicht ein bisschen anders da betroffen, vor allen Dingen da, wo der Tourismus nicht ist. Also wir haben jetzt einen Sommer gehabt, der war halt jetzt so, mau, klar, packt man ein bisschen was von seinen Angesparten an, aber man kommt gut um die Runde. Und jetzt hoffe ich halt bloß, dass dann mal losgeht. Mein Gefühl ist, dass es vor dem 1. Mai sicherlich nicht losgeht mit den Gaststätten. Das ist jetzt mein Gefühl, vielleicht auch erst Pfingsten. Aber auf das tue ich mich vorbereiten. Wenn es früher ist, freue ich mich. Und dann wird es sicher ein schöner Sommer, weil vor allen Dingen, und das habe ich letztes Jahr schon gemerkt, in das 20er Jahr, extrem viele Familien kommen, die extrem dankbar sind und auch so nicht fordernd. Also man hat sich schon ein bisschen zurückbesinnt und man schätzt dann das, was man bekommt und das macht richtig Spaß. Also dann hast du ja jetzt noch bis zum 1. Mai Zeit, so richtig in der Küche aktiv zu werden, oder? Weiß es nicht, ob das deswegen mehr Publikum bringt. Ich glaube, die sind ganz happy, wenn sie sich mit mir unterhalten dürfen, als wie wenn ich in der Küche stehe. Also wir waren auf jeden Fall sehr glücklich, dass du zu uns gekommen bist, dass wir uns mit dir unterhalten durften. Ja. Danke, Markus Wasmeier. Und jetzt geht es auch um eine Innovation in der Küche, die einem das Kochen sicherlich viel leichter macht, nämlich jetzt kommt das Best Product. Stefan. Ja, wir freuen uns zum ersten Mal dieses Jahr den Best Product 2021 verleihen zu dürfen und hier haben wir die Firma Samsung, die bereits mit dem Golden Award ausgezeichneten Dual Steam Backofen auch den Award für das beste Produkt jetzt eben hier bekommt und da freuen wir uns, überreichen zu dürfen. Mit der innovativen Technik und seiner Funktionalität bekam dieses Produkt von dem Verbraucher die beste Bewertung von allen Produkten. Dafür herzlichen Glückwunsch an Samsung. An dieser Stelle lassen Sie mich auch nochmal auf unsere Innovation der Hall of Innovation zurückkommen. Unsere virtuelle Ausstellung wird jetzt freigeschalten und dadurch auch noch heute für Sie zugänglich werden. Über unsere Website kitcheninnovation.de finden Sie unter dem Menü Gewinner einen Link zur Hall of Innovation. Dort können Sie die einzelnen Gewinner entdecken, welche Unternehmer stecken dahinter und warum haben diese Produkte auch gewonnen. Die Ausstellung ist aktuell optimiert für Chrome und Firefox. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der hohen Datenmenge es etwas dauern kann, bis diese Datenmengen auch geladen sind. Deswegen ist eine gute Internetverbindung mit hohen Downloadraten definitiv empfehlenswert. Jetzt viel Spaß und genießen Sie den Aufenthalt in unserer Halle. Und an dieser Stelle verbleibt mir nur nochmals allen Gewinnern, ob nah oder fern, zu gratulieren. Ihre Produkte haben die Verbraucher überzeugt. Und wir freuen uns natürlich schon auf die Innovationen im nächsten Jahr von Ihnen. An dieser Stelle nun auf Wiedersehen. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Goodbye und bis nächstes Jahr. Danke. Und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich darf nochmal hinweisen auf eine andere Innovation, die auch bald kommt, nämlich www.maola.com, also MAUOLA.com. Die wird in den nächsten Wochen released. Das ist dann eine Endkundenplattform. Also auch da können Sie sich drauf freuen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Christine Stiegelbauer. Also ich freue mich jetzt schon, wenn wir gleich den Teller wirklich ratzeputz leer essen. An Susanne Nick, die Projektleiterin, an das gesamte technische Team, ob es Kamera, Ton, das gesamte Produktionsteam, Regie von Bunning Media. Und natürlich danken wir Markus Wasmeier und seinem Team. Und von Schliersee wünschen wir jetzt einen schönen Abend und bis ganz bald. Servus. Ciao. Servus. Aus Bayern. Servus. Ich bin froh, dass du aufhörst zu Hey, it's nice to meet you.
let's go. I'll show you everything. I think you're gonna like it here.